Ben ist 14 und seit 4 Wochen mit Yalda zusammen. Sie sind das erste Paar in der Klasse. Sie halten Händchen und haben sich auch schon bei Yalda zu Hause getroffen. Wenn Ben bei Yalda ist, sitzen sie lange auf dem Sofa, reden, kuscheln und neulich haben sie sogar kurz geknutscht. Meistens reden sie aber nur. Mehr ist noch nicht passiert. Mehr soll auch eigentlich nicht passieren, findet Ben. Er ist sich ziemlich sicher, dass Yalda auch so denkt. Mit ihr darüber zu sprechen, fühlt sich aber seltsam an. Er hat Angst, dass sie das falsch versteht. Nachher denkt sie noch, er würde sie doch drängen. Aber vielleicht erwartet sie auch mehr von ihm. Wenn er daran denkt, zieht sich sein Magen richtig zusammen. Warum ist es so schwierig, darüber zu reden? Im Bio-Unterricht steht diese Woche Sexualaufklärung auf dem Lehrplan. Schon vor Beginn des Unterrichts zieren Penisse das Whiteboard. Die Hälfte der Klasse kichert, als Frau Reder reinkommt. Die andere Hälfte findet das alles eher peinlich. Frau Reder, ihre Biolehrerin, ist bekannt für anschaulichen und gut verständlichen Unterricht. Deshalb freuen sich viele schon auf dieses Thema, auch wenn es mit Scham behaftet ist. Im Laufe der Stunde zeichnet dann auch Frau Reder die Umrisse einer Vulva und einen Penis an das Whiteboard und erklärt ganz genau, wie die einzelnen Teile heißen. In kleinen Gruppen sollen die SchülerInnen Arbeitsblätter zum Thema Sexualität und Verliebtsein bearbeiten. Sie sollen sich einzelne Themen wie Verliebtsein und Monatsblutung erarbeiten. So richtig mag sich aber keiner öffnen. Die SchülerInnen wollen nicht über ihre persönlichen Erfahrungen vor der ganzen Klasse sprechen. Es wird viel gekichert und oft albern. Bens Klassenkameradin Lara fragt, ob sie auf Toilette gehen kann und kommt erstmal nicht wieder. Ben fand die Gruppenarbeit sehr interessant. Aber irgendwie hat er das Gefühl, dass für seine Situation mit Yalda noch Fragen offen geblieben sind. Das passte nicht in den Biologieunterricht. Wohin kann er sich noch wenden? Als es schließlich klingelt, sind alle erleichtert. Bens Schwester Mia ist in der 9. Klasse. Manchmal fahren sie zusammen nach Hause, so auch heute. Ben erzählt Mia, wie peinlich ihm der Biounterricht heute war. Ben weiß nicht so recht, was er sagen soll. Er hat schon Fragen, aber mit seiner Schwester darüber reden? Auch Mia erinnert sich an die Sexualaufklärung und versteht Bens Frust. Sie möchte ihrem kleinen Bruder helfen. Allerdings will sie nun auch wirklich nicht in sein Liebesleben eintauchen. Sie hat ihre eigenen Sorgen. Tatsächlich war Mia aber vor ein paar Monaten bei einem Sexualpädagogen. In einem Jugendtreff findet regelmäßig eine Sprechstunde statt. Fragen kann man da in einer kleinen Gruppe oder auch unter 4 Augen besprechen. Sie war erst skeptisch, aber am Ende haben sie erstaunlich offen über Monatsblutung, die Probleme mit ihren Freundinnen und Freunden und sogar Analsex gesprochen. Vielleicht wäre so eine Beratung auch was für Ben? Was sie selbst dort besprochen hat, geht nur sie etwas an. Aber sie schlägt Ben vor, doch dort mal anzufragen. Immerhin haben sie dort auch gelernt, dass sie als Kinder und Jugendliche ein Recht auf Antworten auf ihre Fragen haben. Und das ohne mündliche Noten. Das Recht auf Information und Bildung ist eines der sexuellen und reproduktiven Rechte. Es ist angelehnt an die grundsätzlichen Menschen- und Kinderrechte und gilt für alle ihr Leben lang. Genauer heißt es, dass dieses Recht auf Information und Bildung frei von Zwang, Gewalt und Diskriminierung ermöglicht werden muss. Es ist besonders essentiell, weil es auch Menschen ermöglicht, selbstbestimmte und damit auch informierte Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Wir haben hier unterschiedliche Begriffe und Zugänge, um dieses Recht auf Information und Bildung deutlich zu machen. In der Wissenschaft sprechen wir beispielsweise von sexueller Bildung. Das meint, dass Menschen subjektorientiert und auch lebensüberdauernd sich Themen der Sexualität aneignen können. Von Sexualerziehung sprechen wir, wenn es auch um die Vermittlung von Werten geht. Sexualaufklärung ist ein Begriff, der gesetzlich verankert ist, und zwar im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Hier heißt es, dass Angebote gemacht werden müssen, die alters- und zielgruppenorientiert sind, emotional ansprechend sind und umfänglich mit Wissen versorgen. In der Schule wird häufig auch der Begriff der Sexualaufklärung genutzt, der in den Bildungsleitlinien der Länder verschriftlicht ist. Es gibt weiter den Begriff des Sexualkundeunterrichts, ein klassischer Bereich in der schulischen Sexualerziehung, denn hier wird im Biologieunterricht ein grundlegendes Wissen über Körper, Fortpflanzung und STI vermittelt. Damit Sexualerziehung an Schulen gut gelingt, sind folgende Punkte besonders wichtig zu beachten. Die Schule hat einen Erziehungsauftrag, der besonders wichtig ist.
Das bedeutet, dass es über das faktenorientierte Wissen hinaus Themen der sexuellen Bildung für junge Menschen braucht. Unter anderem Schönheitsnormen und Familien- und Rollenbilder kritisch zu reflektieren, aber auch den Körper kennenzulernen, wertzuschätzen und zu schützen. Die individuelle Beratung ist nicht Teil der Rahmenlehrpläne und damit auch kein explizites Angebot der Schule. Wichtig ist, dass Lehrkräfte mit professionellen Sexualpädagoginnen zusammenarbeiten. Professionelle Sexualpädagoginnen können das schulische Angebot wertvoll ergänzen. Das Recht von Jugendlichen auf Informationen und Bildung ernst zu nehmen, bedeutet aber auch, sich an ihren lebensweltlichen Themen zu orientieren. Für Kinder und Jugendliche ist der Alltag durch viele sexuelle Eindrücke und Erfahrungen geprägt, zu denen sie Fragen haben oder bei denen besondere Herausforderungen für sie bestehen. Sexualpädagogische Konzepte klären den Umgang mit Sexualität, im Schulalltag als auch in den Fächern, denn überall da, wo Menschen sind, ist auch ihre Sexualität. Sexualpädagogische Konzepte haben eine wesentliche Schnittmenge mit Schutzkonzepten, zu denen Schulen ebenfalls aufgefordert sind, sie zu entwickeln. Denn das Thematisieren und der offene Umgang mit Sexualität, aber auch sexualisierter Gewalt durchkreuzt TäterInnen-Strategien und ermöglicht es auch, mit SchülerInnen gewaltpräventiv zu arbeiten. Gute Sexualerziehung braucht gute Materialien. Die spezialisierten Fachberatungsstellen können Tipps geben, welche Materialien diversitätsbewusst, jugendgerecht, aber auch Körper, Lebensweisen in ihrer Vielfalt darstellen.